Das Wichtigste zuerst: Die Sommersonnenwende und alle damit verbundenen Traditionen und Symbole sind nicht per se mit Nazis und ihrer Ideologie verbunden. Sonnenwendfeiern sind tief in der vorchristlichen europäischen Kultur verwurzelt. Wer kennt nicht die legendäre Sonnenwende in Stonehenge oder die Mitsommerfeiern in den skandinavischen Ländern? Doch zwischen den harmlosen Feiern hier, die an Jahrtausende alte Mythen und Bräuche zur Verehrung der Sonne als Lebensspenderin erinnern und zur kulturellen Vielfalt beitragen, und dem hier besteht ein großer Unterschied. Denn leider haben Nazis und die neue Rechte diese Feiern gekapert und für ihre Zwecke umgedeutet. Sie knüpften an eine Wiederbelebung der vorchristlichen Traditionen im 19. Jahrhundert an, als der Nationalismus das erste Mal in Europa Fuß fasste. Aber erst einmal ein kurzer Überblick zu den Ursprüngen der Sommersonnenwende. Die Sonnenwenden, also der längste Tag im Sommer und der kürzeste im Winter, waren in vielen europäischen Kulturen, den Kelten, Germanen und den Slawen, ein Grund zum Feiern. Die Kelten dankten der Erdgöttin für ihre Gaben, während die Germanen ihre Mitsommerfeste der Muttergottheit Frigg widmeten. Diese Feste waren schon damals mit Fruchtbarkeitskulten und Feuersymbolik verbunden. So wurde die reinigende Kraft des Feuers gefeiert mit dem Ritual des Überspringen des Feuers. Auch bei den heutigen Mitsommerfeiern in den skandinavischen Ländern werden Tänze um einen Baum, der ähnlich wie unsere Maibäume geschmückt ist, aufgeführt, und die Frauen tragen Blumenkränze. Später wurden die Feiern mit christlicher Symbolik aufgeladen. So wurden Sommersonnenwendfeiern zu einem Gedenktag für Johannes den Täufer, und die Sonnenwendfeuer am Johannistag, dem 24. Juni, wurden zu Johannisfeuern umgedeutet. Erst im 19. Jahrhundert suchte man nach den germanischen Wurzeln der Sonnenwendfeier. Schon damals war die völkische Bewegung eng mit der Heimat- und Naturschutzbewegung verbunden. Sonnenwendfeiern wurden von Jugendbewegungen wie dem Wandervogel und der bündischen Jugend als gemeinschaftsstiftendes Ritual genutzt. Wer sitzt nicht gerne am Lagerfeuer? In der Grundschule waren für uns auch die Nachtwanderungen und das anschließende Lagerfeuer mit geräuchertem Fisch auch immer das Highlight unserer Ausflüge im Jugendlager. Wie ihr seht, sind die Sonnenwendfeiern an keine bestimmte Religion oder Ideologie gebunden. Das machte es für die Nazis auch so leicht, sie für die Hitlerjugend und die SS zu instrumentalisieren. So konnte die nationalsozialistische Ideologie scheinbar natürlich an eine glorreiche Vergangenheit und germanische Traditionen anknüpfen. Naturverbundenheit und kulturelle Aspekte der Sonnenwendfeiern bieten Anknüpfungspunkte zur Blut- und Bodenideologie der Nationalsozialisten. Dazu passt, dass die Nazis die Sommer- und Wintersonnenwende jeweils zum 23. Juni und 21. bzw. 22. Dezember in ihren Festkalender mit aufnahmen. Während der 12-jährigen Herrschaft waren sie offizielle Feiertage. Der neue Festkalender stand in Konkurrenz zum Kirchenjahr, und mit den neuen Feiertagen und Ritualen, wie zum Beispiel dem Erntedankfest, versuchte die Dominanz der katholischen Kirche in Deutschland zurückzudrängen. Besonders Heinrich Himmler, der berüchtigte Chef der SS, nutzte die Sonnenwendfeiern und angeblich altgermanische Rituale, um der NS-Ideologie einen scheinbar natürlichen und kulturellen Hintergrund zu verschaffen und die hasserfüllten Ideen mit mehr Bedeutung aufzuladen. Die Feiern waren genau durchchoreografiert und liefen immer nach demselben Muster ab. Ein Muster, das die neuen Rechten eins zu eins übernommen haben und sie auch deutlich von keltischen und skandinavischen Sonnenwendfeiern, die eher unpolitisch sind, unterscheidet. Ähnlich den kirchlichen Fronleichnamsprozessionen beginnt die Zeremonie mit einem Schweigemarsch zur Feuerstätte, meist zum Schlag von Trommeln oder dem Gesang von Liedern wie „Und wenn wir marschieren“, „Heilig Vaterland“ oder „Flamme empor“. Wenn das Ganze nachts stattfindet, werden für die größere sakrale Wirkung auch noch Fackeln benutzt. Das Anzünden der Fackel, meist mit dem Symbol des Lebensborn, der Lebensrune, wird begleitet von mehr oder minder feierlichen Reden, die meist verstorbene Kameraden ehren, wie hier Manfred Röder, ein Holocaustleugner, der wegen der Gründung einer terroristischen Vereinigung verurteilt wurde und Rechtsanwalt von Rudolf Hess, dem Stellvertreter Adolf Hitlers war. Die Ehrung des Führers mit dem Singen deutscher Hymnen wird heute allerdings meist weggelassen. Schließlich will man Neumitglieder nicht sofort wieder abschrecken. Stattdessen betont man unverfängliche Ideen und Symbole, wie die Ehrung der Mutter und naturnahe bäuerliche Gemeinschaften. Hier können sich auch Naturliebhaber und Ökos wiederfinden.
Während der Nazidiktatur wurden die Sonnenwendfeier als Fest des erwachenden Lichts gefeiert und dem Lichtgott Baldur gehuldigt. Die neue germanische Volksgemeinschaft wurde als Gegenentwurf zu den kirchlichen Gemeinden propagiert. Auch heute werden Mutterschaft, Opfertum und Heldentod bei den Sonnenwendfeiern beschworen. Rituale und Symbole sind fast haargenau dieselben oder lehnen sich an den Stil der Nazizeit an. Allerdings wird Adolf Hitler meist nicht länger als Heilsbringer religiös gefeiert. Ihr fragt euch sicher, was daran so schlimm ist, wenn ein paar Neurechte diese Sonnenwendfeiern wiederbeleben. Tja, wie damals die Nazis wissen die Neurechten nur zu gut um die emotionale und gemeinschaftsstiftende Kraft von solchen Ritualen. Wer einmal eine solche Sonnenwendfeier, sei es in Stonehenge oder beim Sommerurlaub in Schweden, miterlebt hat, wird dieses Gefühl kennen. Schlimm ist es, wenn dieses Gemeinschaftsgefühl für politische Zwecke missbraucht wird. Damals versuchten die Nazis, die Loyalität zu den Kirchen zu brechen, um Adolf Hitler als alternativen Heilsbringer zu Jesus Christus zu stilisieren. Heute dienen sakrale Sprache und pseudoreligiöse Erfahrung dazu, spirituelle Menschen, die sich nicht mehr den christlichen Kirchen verbunden fühlen, für die Ideale der völkischen Bewegung zu begeistern, wie zum Beispiel die zutiefst rassistische Blut- und Bodenideologie. Sie verknüpft die beiden Hauptziele der Nationalsozialisten: eine rein arische Volksgemeinschaft ohne Juden oder fremdvölkische, heute wäre das Äquivalent eine rein biodeutsche Gesellschaft ohne fremde Einflüsse durch Migrantinnen und Migranten, und die Idee, dass uns als höher stehender Rasse ein größeres Siedlungsgebiet zusteht, mit anderen Worten die gewaltsame Expansion innerhalb Europas. Dass diese Sonnenwendfeiern keineswegs nur harmlose Lagerfeuerromantik und Naturliebe miteinander verbinden, zeigen die Organisationen dahinter. Die NPD-Nachfolgepartei Die Heimat und deren Jugendorganisation Junge Nationalisten (JN) und die beiden verbotenen NPD-nahen Organisationen Artgemeinschaft und Viking-Jugend. Meist finden die Sonnenwendfeiern auf Höfen und Privatgrundstücken ehemaliger NPD-Funktionäre statt oder an Orten, wo völkische Siedler leben. Häufig reisen überregionale Neonazis und Neurechte zu diesen Events extra von weit her an. Damit dienen die Sonnenwendfeiern auch der Vernetzung und der Pflege von überregionalen Kontakten innerhalb der rechten Szene. Ähnlich wie die Rockkonzerte rechter Bands. Somit verbinden die Sonnenwendfeiern die Verbreitung rassistischer Ideologien mit Lagerfeuerromantik und weniger eindeutig rechten Symbolen als das Hakenkreuz, wie der Lebensrune oder einem Adler, der einen Fisch fängt, als Anspielung darauf, dass das Christentum, der Fisch, von den überlegenen Germanen, dem Adler, besiegt wird, indem rassistische und menschenfeindliche Inhalte in einen Mantel von Tradition und Naturverbundenheit gehüllt werden, wirken sie weniger radikal. Diese Strategie der Normalisierung erschwert nicht nur das Erkennen und Bekämpfen des Rechtsextremismus, es macht die rechte Ideologie auch interessant für junge Leute, da sie sich harmlos und bewusst naturverbunden geben und ein alternatives Geschichtsbild bieten, in dem nur die positiven Seiten der glorifizierten germanischen Vergangenheit Deutschlands in den Mittelpunkt gerückt werden. Ergänzt werden die Sonnenwendfeiern durch Zeltlager und Wandern. Das spricht damals wie heute vor allem Jugendliche an, die sich keinen teuren Urlaub leisten können, und schafft ein Freizeitangebot jenseits der kulturellen Angebote, die Museen und andere öffentliche Einrichtungen anbieten, die solche Jugendliche seltener erreichen. So werden unter dem Deckmantel der Brauchtumspflege und Wiederbelebung vergessener Traditionen Kinder und junge Erwachsene gezielt an die Ideologien der neuen Rechten herangeführt. Organisiert von der bundesweit tätigen Gruppierung Junge Nationalisten fand dort eine neonazistische Sonnenwendfeier statt. Den Jungen Nationalisten geht es in ihrer Erlebniswelt Nationalsozialismus auf dem Heimathof um nichts Geringeres als um die Herausbildung einer neuen nationalsozialistischen Elite.